Hallo und guten Tag. Heute sind wir in Soriko und gehen hinauf zur kleinen Kirche San Miro. Und wen das interessiert, der bleibe bitte dran. Da es schon lange nicht mehr geregnet hat, besteht wie im vergangenen Jahr 2022 die Gefahr einer großen Trockenheit in Norditalien und damit auch am Comer-See. Bestünde eventuell die Möglichkeit, den Himmel um Hilfe zu bitten? Obwohl Petrus grundsätzlich für das Wetter zuständig ist, muss er wohl die Kompetenz für Niederschlag in der Region des Comer-Sees an San Miro delegiert haben. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg, um zur Kirche des heiligen San Miro zu gelangen. Vielleicht hilft es. Die kleine Kirche San Miro ist schon von weitem gut sichtbar. Sie befindet sich am Fuße des Monte Berlinguera oberhalb des Sees. Vom Parkplatz in Soriko folgt man einem kurzen, aber dafür sehr steilen Weg, um die Höhendifferenz bis zur Kirche von 100 Meter zu überwinden. Beim Aufstieg zur Kirche lassen wir uns die Geschichte von San Miro durch den Kopf gehen. Er wurde 1336 in Canzo, nicht weit vom Comer-See, geboren. Im Erwachsenenalter unternahm er eine Pilgerreise nach Rom, wo er dann einige Jahre lebte und den Bedürftigen half. Auf seiner Rückreise übernachtete er bei einem Bauern in San Giorgio di Lomellina, der, wie die übrige Bevölkerung, unter der starken Trockenheit zu leiden hatte. Die Gebete nach Niederschlag wurden erhört und bereits nach kurzer Zeit setzte ein 5-tägiger Regen ein. Das Wunder des Regens wiederholte sich an verschiedenen Orten im Gebiet um Como. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er als Eremit in Soriko. Auf seiner Reise dorthin wurde ihm aufgrund seines ärmlichen Aussehens eine Überfahrt mit Fährleuten abgelehnt. Die Legende erzählt, dass er auf wundersame Weise den See überquerte, indem er seinen Mantel über das Wasser ausbreitete. Unterhalb der Kirche liegt geschützt durch einen Felsen eine kleine Grotte, wo 1381 San Miro verstarb. Etwas weiter oberhalb befindet sich eine elegante Kapelle, die eine Wasserquelle schützt, die San Miro auf wundersame Weise aus der Erde hat springen lassen. Beim Betreten der dreischiffigen Kirche fallen sofort die im rechten Seitenschiff befindlichen zahlreichen Fresken auf, die mehrheitlich aus der Zeit nach 1452 stammen, als mit umfangreichen Umbauarbeiten der Kirche begonnen wurde. Die Kirche romanischen Ursprungs war ursprünglich nach San Michele benannt, doch im 15. Jahrhundert wurde sie als Wallfahrtsort dem heiligen Eremiten San Miro gewidmet. Der Wallfahrtsort wurde bald, insbesondere zu Zeiten großer Trockenheit, zum Ziel zahlreicher Pilger, sodass die Kirche erweitert und mit wertvollen Fresken verschönert wurde.
Der am Comersee lebende Künstler Sigismondo di Magistri begann im Jahre 1526 mit den Arbeiten zur Ausschmückung der Kirche. Zahlreiche Fresken wurden in der Cappella di San Antonio im rechten Kirchenschiff realisiert. Der an der Kirche befindliche Friedhof wurde bis in die 1970er Jahre genutzt.